Schönen guten Tag. Ich bin Ulrich Prahl, Professor für Umformtechnik hier an der TU Bergakademie in Freiberg, und ich grüße Sie und heiße Sie ganz herzlich willkommen hier im Haus Metallform. Sie sehen bei uns im Hintergrund, was wir hier machen. Wir kümmern uns im Haus Metallform einerseits um die ganzen Gießerprozesse und wir kümmern uns um die Umformprozesse. Und ich persönlich bin verantwortlich für so Sachen wie Walzen, Schmieden oder auch Drahtziehen. So, und das möchte ich Ihnen heute mal alles ein bisschen näher bringen. Warum machen wir das alles einfach? Weil wir Bleche und Rohre und Drähte, sogenannte Halbzeuge, weil wir solche Halbzeuge herstellen wollen, aus denen dann zum Beispiel Autos oder andere Gegenstände des täglichen Bedarfs hergestellt werden. Ich zeige Ihnen da jetzt mal ein Beispiel. So, und jetzt mal zu einem Beispiel. Das ist das Innere von einem Smart. Und Sie sehen, das sind ganz viele Blechbauteile. Wir haben die hier in unterschiedlichen Farben hergestellt. Es gibt die roten und die schwarzen und die blauen, und da in der Mitte haben wir auch noch orange Farben. Warum haben wir diese vielen Farben? Weil das jedes Mal andere Stähle sind. Sieht immer gleich aus, aber die Eigenschaften sind jedes Mal anders. Und unsere Aufgabe ist es, diese Stähle so zur Verfügung zu stellen, damit hinterher der Automobilkonstrukteur genau die Eigenschaften an der Stelle hat, wo er sie braucht, damit der Smart einerseits schön klein ist, andererseits auch richtig sicher, wenn da mal ein Unfall passiert, dass der Mensch da drin auch eine reale Überlebenschance hat. Um solche Werkstoffe herzustellen, dafür brauchen wir Walzen, Schmieden, Drahtziehen und alle solche Prozesse. Und die wollen wir uns jetzt mal zusammen angucken. Dies ist unser Rasterelektronenmikroskop. Das ist sowas wie ein Mikroskop, das man aus dem Biologieunterricht kennt, aber eben mit Elektronenstrahlen. Und damit können wir sehr viel feiner auflösen, bis zu 20.000 Mal. Mit so einem Rasterelektronenmikroskop schauen wir uns die Strukturen an, die Kristallstrukturen, die Gefügestrukturen in einem Metall. Und jetzt gucken wir uns das mal an hier. Zum Beispiel haben wir hier die Strukturen in einer Magnesiumlegierung, in einer WZ73-Legierung. Sieht aus wie ein Winterbild. Sind ganz unterschiedliche Ausscheidungen, die sehr komplexe Geometrien und Morphologien entwickeln. Und wir können noch ein bisschen weiter reingucken, indem wir uns dann auch die lokale Chemie anschauen. Wir wissen zum Beispiel, dass Yttrium, ein seltenes Erdeelement, besonders häufig auftritt in diesen Strukturen. Und wenn wir das einmal verstanden haben, dann können wir im Endeffekt auch erklären, warum diese Werkstoffe bestimmte Eigenschaften haben. Und wir gucken uns jetzt noch an, wie man solche Werkstoffe herstellt. Hier sind wir jetzt in unserer Walzstraße. Die Walzstraße kann industrielle Walzprozesse nachvollziehen, aber natürlich auf Laborebene. Was passiert? Ganz hinten in Orange, das ist der Ofen. Dort wird ein Stück Stahl bis zu 1200, 1300 Grad heiß gemacht. Dieses Stück Stahl geht in die Vorwalze. In der Vorwalze wird der Werkstoff mehrfach hin und her gewalzt, reversierend gewalzt, bis er dann schließlich hier fertig ist und in die Fertigstraße geht. Die Fertigstraße, das sind 4 Gerüste, in denen der Werkstoff in einem Schuss hindurchgeht, und schlussendlich ganz da hinten, da ist die Kühlstrecke, da wird der Werkstoff innerhalb von Bruchteilen von Sekunden so tief gekühlt, dass wir ihn, anfassen können wir ihn nicht, aber dass wir ihn wieder weiter untersuchen können. Und das schauen wir uns jetzt mal zusammen. Hier möchte ich Ihnen jetzt unsere Universal-Schmiedepresse vorstellen. Unsere Panke, eine 1 Million Newton Presse. Die kann gleichzeitig als Presse, aber auch als Hammer genutzt werden. Mit diesen Prozessen hier können wir große Blöcke schmieden, aber wir können auch ganz fein Gesenkschmieden machen für Bauteile. Dazu haben wir ein kleines Video vorbereitet.
machen da ganz viel Handarbeit und das ist auch richtig, man muss die auch ein bisschen mehr anfassen. Aber es ist ja nicht immer alles nur Handarbeit. Und dafür haben wir einen neuen Mitarbeiter, den ich Ihnen gleich vorstellen möchte. Das ist unser Robby. Der Robby, der ist in rosa, weil er sich bewegt und das ist ja nicht ganz ungefährlich. Und der Robby, der wird jetzt gerade installiert und der wird uns dann demnächst helfen, Schmiedeprozesse auch automatisiert durchzuführen. Dies ist unser Sackgerüst. Das ist das älteste Umformaggregat bei uns am Institut. Sie können das hier oben sehen, 1929. Damals haben wir in Freiberg mit der Umformtechnik begonnen und die ersten umformtechnischen Prozesse, die wir untersuchten, waren eben ums Walzen. Aber obwohl dieses Gerüst eigentlich sehr, sehr alt ist, so ist doch die ganze Mess- und Regeltechnik und die Steuerung sehr modern, denn wir haben es kontinuierlich erneuert und renoviert. Und wir machen auch heute noch sehr, sehr viel Forschung an diesem guten alten Sackgerüst. Wir möchten uns jetzt hier den Gießwalzprozess für Magnesium anschauen. Und dafür gibt es eine richtig große Anlage. Mit dieser Anlage können wir flüssiges Magnesium ganz links hier im Ofen, 700 Grad heiß, flüssiges Magnesium wird dann hochgepumpt und in die Walze hineingeführt. Die Walze ist das das Herz der Anlage, dieses Walzenpaar. In der Walze ist eine Nut und in die Nut wird das flüssige Magnesium hineingepumpt und kann in dieser Nut erstarren und auch gleichzeitig schon umgeformt werden und wird dann aus der Austrittsseite hinübergeführt in einen Treiber und in eine Schere und dann in die weiteren Ablagen. Damit sind wir am Ende unseres kleinen Rundgangs durch das Institut für Umformtechnik, wieder im Haus Metallformung, vor unserem Standbild. Ich freue mich, wenn Sie Interesse gewonnen haben an unseren Prozessen, an unseren Werkstoffen und hoffe, dass wir uns dann demnächst auch richtig und real wiedersehen.